Hallo, seit Juni 2023 hat die australische Steuerbehörde bestehende Regelungen zur steuerlichen Ansässigkeit in Australien weiterhin verschärft. Und das bedeutet, dass ab sofort die meisten australischen digitalen Nomaden weiterhin auch nach dem Auszug von Australien dort unbeschränkt steuerpflichtig sind. Und das wissen die meisten Leute gar nicht. Und die meisten Leute wissen auch nicht, dass es in Deutschland diese Besteuerung digitaler Nomaden, also nach Staatsangehörigkeit in Deutschland, schon lange gibt. Sebastian, führ uns mal kurz in das Thema ein und warum das so wichtig für uns ist. Genau, also es war schon immer in Australien so, muss man sagen, dass man beim Wegzug ins Ausland die Ansässigkeit in einem anderen Wohnsitzstaat nachweisen musste. Ja, anders als zum Beispiel in Deutschland. Ja, in Deutschland kannst du dich einfach abmelden, da musst du nicht dem Finanzamt nachweisen, wo du jetzt wohnst, damit dann die Steuerpflicht in Deutschland endet, die unbeschränkte. In Australien war es anders. Dort ist man also weiterhin unbeschränkt steuerpflichtig gewesen, außer man konnte nachweisen, dass man eben jetzt irgendwo anders steuerlich gemeldet ist. Das war allerdings alles relativ schwammig geregelt und es war nicht ganz klar, wie diese steuerliche Ansässigkeit nachgewiesen werden kann oder werden muss. Da wurde also letztlich alles akzeptiert. Das ist aber nun geklärt. Ja? Und zwar heißt es konkret, dass Australier not living in a particular country in a permanent way weiterhin unbeschränkt in Australien steuerpflichtig sind. Das bedeutet aber, dass diese Regel betrifft nicht die Australier, die aus Australien weggezogen sind, in ein anderes Land gezogen sind für all mögliche Gründe. Diese Leute sind von dieser neuen Regelung nicht betroffen. Es geht explizit um digitale Nomaden. Korrekt. Also Leute, die ein sogenanntes Habitual Abode, ja, also einen Ort des gewöhnlichen Aufenthalts im Ausland haben, sind nicht davon betroffen. Es geht ganz klar eben um die klassischen digitalen Nomaden, die keinen festen Wohnsitz und die keine tatsächliche Wohnung im Ausland haben. Die sind weiterhin in Australien unbeschränkt steuerpflichtig. Okay, und das sieht ja für mich ganz eindeutig nach einer Besteuerung nach Staatsangehörigkeit aus. Genau, so ist es. Und jetzt sagst du, diese Regelung gibt es in Deutschland auch wenn viele Leute gar nicht darüber Bescheid wissen. Ich würde sogar sagen, in gewisser Weise, dass hier die Australier die Deutschen kopiert haben, ja, was ja vielfach passiert im internationalen Steuerrecht. Ja. Da schaut man sich an, was ein anderer Staat macht. Warum soll ich das Rad zweimal erfinden? Ja. Denn wie gesagt, die gleiche Regelung gibt es in Deutschland auch. Wer als deutscher Staatsbürger Deutschland verlässt, ja, und mindestens 5 Jahre der letzten 10 Jahre in Deutschland unbeschränkt steuerpflichtig war und eben deutscher Staatsbürger ist, ja, und der jetzt als digitaler Nomade ohne festen Wohnsitz durch die Welt reist und dabei die typischen Nomadentätigkeiten als Freiberufler ausübt und der Kunde in Rechnung stellt, der muss diese Einkünfte noch 10 Jahre weiter in Deutschland versteuern. Das ist die sogenannte erweiterte beschränkte Steuerpflicht. Man spricht hier auch von sogenannten betriebsstättenlosen Einkünften. Auch hier also ganz klar eine Besteuerung nach Staatsbürgerschaft, denn sie betrifft eben Deutsche, die hier tatsächlich Deutschland verlassen und in Deutschland 5 der letzten 10 Jahre unbeschränkt steuerpflichtig waren. Jetzt fragt man sich natürlich, wie finden die das denn jeweils raus, was ich im Ausland gemacht habe, das Finanzamt? Genau, und das ist natürlich auch eine berechtigte Frage. Und das hängt natürlich von dir auch ab. Ja? Also ich habe mich ja vor fast 25 Jahren entschlossen, Deutschland für immer zu verlassen. Es war mir klar, dass ich nicht zurückkehren werde nach Deutschland, außer zu Besuchszwecken. War die beste Entscheidung meines Lebens. Ich habe es nie bereut und plane nie nach Deutschland zurückzukehren. Ja? Die meisten digitalen Nomaden sehen es aber nicht so. Die wollen sich die Option einer Rückkehr offen halten. Ja? Und spätestens bei der Rückkehr schnappt die Falle dann zu. Ja? Denn vielfach ist es so, wenn du dann nach Deutschland zurückkehrst, musst du letztlich hier Tabula Rasa machen, musst deine finanziellen Verhältnisse offenlegen, musst eine Vermögenserklärung machen und wirst möglicherweise auch gefragt, was du in den ganzen letzten Jahren gemacht hast. Kannst du dann nicht nachweisen, dass du einen entsprechenden ordentlichen Wohnsitz im Ausland hattest. Ja, es geht nicht mal unbedingt darum,
was du dann dort versteuert hast. Weil da kann man immer argumentieren, das ist ja das Problem des Landes dann. Ja? Also wenn du in Frankreich wohnst, ja, und du kannst nachweisen, dass du in Frankreich gewohnt hast, ja, und dort gemeldet warst, dann kann das deutsche Finanzamt schlecht von dir verlangen, jetzt zeig mal hier deine französische Steuererklärung nach. Das ist dann das Problem Frankreichs. Die sind dann für dich zuständig, ja. Aber kannst du eben nicht zeigen, dass du tatsächlich eine Wohnung hattest, ja, dann wirst du möglicherweise die gesamten im Ausland verdienten Einkünfte in Deutschland nachversteuern müssen. Also das heißt, die Rückkehr ist der eigentliche Trigger, die hier zu beachten ist. Wenn wir jetzt jemanden haben, der uns zugehört hat und sagt, oh, Moment, das betrifft mich, genau dieser Sachverhalt, was würdest du dem ans Herz legen? Ich würde jedem ans Herz legen, der plant, digital Nomade zu sein, sich von Anfang an eine Wohnung zu suchen, einen neuen Wohnsitz im Ausland zu begründen. Eine Wohnung zu suchen, wo die eigenen Sachen drinstehen, wo man steuerlich gemeldet ist, wo man eine Steuererklärung einreicht, also irgendein vernünftiges Land. Ja. Es gibt ja dort eine Reihe von interessanten Ländern, die auch steuerlich interessant sind, weiß ich, Irland, Malta oder sonst irgendwas, die man als Basis sehr gut dann verwenden kann. Es ist eigentlich im Rahmen der OECD und im Rahmen des internationalen Steuerrechts relativ klar, wenn du irgendwo nur eine Wohnung hast und es ist tatsächlich eine langfristig dir zur Verfügung stehende Wohnung mit deinen Sachen, dann ist dort auch dein steuerlicher Wohnsitz. Das heißt, es wird dann sehr schwierig, ja, zum Beispiel bei einer Rückkehr des Finanzamts zu sagen, naja, das war ja nicht dein wirklicher Wohnsitz, weil du ja gleichzeitig noch geschäftlich dann an vielen Tagen pro Jahr unterwegs warst. Das ist ja nicht wirklich gewohnt. Also das ist fast unmöglich, dann hier den entsprechenden Nachweis zu führen. Deswegen sagen wir immer allen digitalen Nomaden und ganz besondere jenen, die zurückkehren wollen nach Deutschland, mietet euch unbedingt im Ausland eine Wohnung, begründet einen tatsächlichen Wohnsitz im Ausland, eine feste Basis, wo ihr gemeldet seid, wo ihr Steuererklärung einreicht, wo ihr ein steuerliches Ansässigkeitszertifikat auch tatsächlich bekommen könnt. Wir können euch natürlich dabei unterstützen. Wir haben viele Mandanten, die digitale Nomaden sind. Wir helfen bei der Auswahl des richtigen Landes. Wir haben Experten vor Ort, die dich dann dort auch beraten oder sogar steuerlich anmelden können. Ich rate dir also, geh zu unserer Webseite, buche ein Beratungsgespräch, lass uns über deinen Plan, über dein Vorhaben sprechen und wie wir das Ganze steuerrechtlich mit dir zusammen absichern können. Super, Sebastian. Vielen, vielen Dank für die ganzen Informationen. Bist du Unternehmer, Freiberufler oder Investor? Zieht es dich schon lange ins Ausland? Mach heute den ersten konkreten Schritt in eine Zukunft mit mehr Geld und mehr Freiheit. Buche ein Beratungsgespräch mit Sebastian und seinen Kollegen. Unsere Kanzlei unterstützt Mandanten wie dich dabei, deine Steuerlast legal zu reduzieren, Vermögen aufzubauen und zu schützen und deine persönliche Freiheit zu maximieren. Profitiere jetzt von unserem Fachwissen und unserem Netzwerk. Gehe zu mandatierung.com und werde Mandant unserer Kanzlei.